Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir im Finale. Wahnsinn. Oder? Kaum haben wir die 100. Folge gefeiert, sind wir schon wieder bei der 112. angekommen. Irgendwie ging das ganz schön schnell. Dank euch, und der Abschluss einer Staffel heißt auch tatsächlich immer Danke zu sagen. An euch da draußen, natürlich an den diversen Bildschirmen und in den diversen Podcast-Catchern. Ihr wisst ja, wir freuen uns über 5 Sterne, wir freuen uns über Likes und wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Selbstverständlich heißt es auch beim Staffelfinale wieder ein echter Fall, echtes Leben, ein echtes Urteil natürlich auch, eine Menge Fragen und ein paar Antworten. All das wie immer zum Hören in der ARD-Audiothek, zum Sehen auf YouTube in der ARD-Mediathek und freitags nach der Talkshow im HR-Fernsehen. So ist es, du hast es schon gesagt. Vielen Dank tatsächlich. Es ist schon wahnsinnig, wie viele Staffeln das jetzt geworden sind. Und wir haben es ja, glaube ich, auch in der vorletzten Folge schon verkündet. Es gibt weitere Staffeln tatsächlich. Dank euch. Ich glaube, ausschließlich dank euch, weil ihr uns so treu geblieben seid und auch noch dazugekommen seid. Die Laufshows sind alle ausverkauft. Also es ist schon eine krasse Geschichte. Gegen Ende einer jeden Staffel ist man auch mal so ein bisschen fertig, auch ein bisschen müde. Gerade du, weil du da immer sehr viel vorbereiten musst. Aber wer das hier schon länger verfolgt, weiß auch, dass da, wie soll ich es ausdrücken, die krasseren Fälle oft mal besprochen werden. Und der hier ist krass. Aber ich möchte ja nicht zynisch klingen, aber ja, er ist krass, aber also wenn ich an den Staffelstart denke, dann ist das ja hier, wie will ich sagen, nicht ganz so schlimm. Man muss aufpassen, weil ich weiß. bemerke, dass bei mir auch, umso länger wir diese Sendung machen, umso mehr relativieren sich auch Gefühle für diese Geschichten. So, gerade wenn wir live das machen, findet man eine krasse Distanz dazu. Aber als ich das hier nochmal durchgegangen bin, das ist schon krass. So, das ist auf jeden Fall eine würdige Abschlussfolge für Staffel 10. Ich kann es immer noch nicht so ganz glauben, dass wir jetzt in die 11. Staffel gehen und wahrscheinlich auch in die 12. Aber das passiert ja dann erst. Ja, ich drücke mich noch ein bisschen. Haben wir noch irgendwas zu besprechen? Ich drücke mich noch ein bisschen, dann müssen wir reingehen. Ja. Dann gehen wir rein. Der Fall. Maria Felten aus Kempten war eine Kriegswitwe. Sie hatte 6 Kinder, war mehrmals verheiratet. Am 25. Juli 1983 wird sie verhaftet. Ihre Schwiegertochter war zum Anwalt gegangen, hatte behauptet, die Schwiegermutter habe ihre beiden Ehemänner vergiftet. Die Polizei ermittelte und sie fand noch mehr Tote. Offenbar war Maria Felten, die unauffällige Hausfrau vom Niederrhein, eine Serienmörderin. Aber wie konnte sie so oft so unerkannt morden? Und warum tötete sie so viele Menschen? 1984 stand Maria Felten in Krefeld wegen vielfachen Mordes vor Gericht. Ja, klingt auf den ersten Blick vielleicht, wie du es angedeutet hast, so ein bisschen harmlos, aber eigentlich hat die ja eine Spur der Verwüstung scheinbar hinterlassen. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie und auch wie wir uns dem nähern, weil bei mir war schon ein erster Fehler im Kopf am Anfang. Wie oft war die jetzt verheiratet und wie viele von den Leuten hat die umgebracht? Weil da ist die Rede von Sie war häufig verheiratet und hat die meisten umgebracht, so will ich es mal zusammenfassen. Okay, aber die hat nicht... Also wahrscheinlich will mein Kopf einfach auch nur hier ausschließen, dass das Muster ist. Sie hat überlebt, aber sie hat nicht alle umgebracht. Das heißt, sie hat nicht alle Ehemänner umgebracht. Das war nicht ihr Ding, dass das klar ist, Ehemann gleich tot, sondern das hat andere. So würde ich es auch wieder nicht sagen. Gut, dann zeichne du mir mal meinen mittlerweile beliebten virtuellen Flipchart in meinen Kopf. In Bezug auf das Setting, also über wen reden wir denn hier und welche Schwiegertochter, oder wird sich das erst in der Chronologie auflösen? Es löst sich erst in der Chronologie auf. Ich würde sagen, wir fangen im Jahr 1982 an, wo eine Frau zu einem Anwalt geht. Das ist nämlich diese Schwiegertochter. 1982, mein Geburtsjahr. 1982, Bastis Geburtsjahr, geht eine Frau zu einem Anwalt, weil sie sich scheiden lassen möchte. Der Grund dafür ist, weil sie zu Hause häuslicher Gewalt ausgesetzt ist. Das Problem ist, sie hat kein Geld für eine eigene Wohnung
Und deshalb soll der Ehemann raus aus der gemeinsamen Wohnung. Dafür muss sie damals eine eidesstattliche Versicherung abgeben, in der drin steht, stimmt alles, was ich da so behaupte. Dafür schickt ihr der Rechtsanwalt ein Schreiben nach Hause und dieses Schreiben soll sie eigentlich ausfüllen, nämlich diese eidesstattliche Versicherung. Und das kommt nicht mehr zurück zum Rechtsanwalt. Also ruft er bei ihr an. Und da sagt sie, sie habe Angst vor ihrer Schwiegermutter, wenn sie ihren Mann rauswerfe, also hier die Schwiegertochter, den Ehemann, sprich den Sohn von dieser Frau rauswirft, dann wird ihr vermutlich die Schwiegermutter gefährlich. Das verwundert den Rechtsanwalt und er schaltet die Polizei ein. Und die Polizei, die örtliche, das Ganze ist passiert in Kempen, das ist eine Kleinstadt am Niederrhein mit 30.000 Einwohnern. Und die dortige Polizei schaltet die Mordkommission aus Mönchengladbach ein. Weil die Polizei befragt. Es geht alles sehr schnell, finde ich. So wirklich schnell geht es nicht. Zunächst hat die Polizei Bekannte, Verwandte und so befragt und hört erstmal, das ist eine gut. Ich glaube, wir müssen kurz erst nochmal das hier in Verhältnis setzen. Das heißt, die Schwiegertochter war mit einem der Söhne von unserer Hauptfigur hier zusammen. Ja. Wollte sich von ihm trennen, von Ja. dem Sohn, wie heißt sie nochmal? Wer? Die Hauptperson. Maria. Maria. So, das heißt, Maria hat einen Sohn, der ist mit jemandem zusammen und dieserjenige geht jetzt zur Polizei, sagt, ey. Nein. Also die Schwiegertochter von Maria will sich von Marias Sohn trennen. Ja, manche. Und geht zur Polizei. Nein, die geht zum Anwalt. Oder zum Anwalt, okay. Die geht zum Anwalt. Und der fragt, warum willst du dich denn trennen? Dann sagt sie, der hat mich geschlagen Ja. und ich habe aber Angst, weil mein Wenn ich den rausschmeiße, dann kriege ich auch noch nicht nur Ärger mit ihm, vor dem ich auch Angst habe, sondern auch von noch der Schwiegermutter und die ist nämlich gefährlich. von seiner Mutter kriege ich dann Stress, die ist gefährlich. So, das hört jetzt jemand, aber das kann ja nicht so schnell gehen, wie du das gerade erzählt hast, dass dann plötzlich, ja gut, dann wird er wegen Mordes ermittelt. Nein, so schnell geht es auch nicht. Ja. Die örtliche Polizei befragt Bekannte und Verwandte. Dann hören die erstmal, ja, das ist eine gutherzige, warmherzige Mutter und Oma. Tut mir leid, die Schwelle ist auch, finde ich, ziemlich gering. So, weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt zum Anwalt gehe, wegen irgendeiner anderen Sache. Ich will es mal so sagen. Lass es mal so stehen, bitte. Ich löse es am Schluss auf. Sonst verrate ich schon so viel. Ich löse es am Ende auf. Warum es nicht zu schnell war. Das klingt jetzt schnell, aber du kannst verstehen, aber dass ja, echt es so, klingt jetzt weiß schnell, nicht, da aber kommt es hier war en nicht. passant irgendwie, die ist auch gefährlich Nein. und dann plötzlich. Ist die Mordkommission in der Tür und sagt, Das sollte hoffentlich nicht möglich sein. Nein. Könnte man das ja auch. Also die Polizei hat jedenfalls, nachdem sie entsprechende Hinweise hatte, geprüft, wer denn da eigentlich aus dem Verwandtenkreis von Maria wann und wo so gestorben ist und wo bestattet worden ist und hat sich auch Todesbescheinigungen besorgt. Und Das sie ist hat, sorry Heike, das ist sehr wirr. Du kannst doch, du erzählst es mir später, aber jetzt erzählst du es ja dann, also weißt nein, ich erzähle. Todesbescheinigung. Sagen wir so, die hat ja nicht Schwiegertochter, gesagt, dass die jemanden, also weißt du, was ich meine? Also die Schwiegertochter, ich verrate es dir. Die Schwiegertochter weiß relativ viele Details. Also sie weiß, sie hatte schon den Hinweis offensichtlich von ihrer Schwiegermutter erhalten, dass deren damaliger Mann sterben solle. Okay, und das hat sie dem Anwalt erzählt. Und der hat gesagt, ey, ich habe hier unabhängig von dem Fall, um den es eigentlich geht, eine merkwürdige Sache gehört, kümmert euch mal darum. Ja. Okay. Und dann gehen die los und fangen an, das alles zu untersuchen. Ja. Gut. Also sie haben nicht ins Blaue hinein gedacht, ach, die ist gefährlich, haha, die ermordet also. So war es Ja, das nicht. klang so war ein bisschen schon ein bisschen mehr. Weil es geht ja, weiß man, was mit dem Mann dann, also weiß man, was da passiert ist? Mit dem Mann, Ja. da kommen wir noch hin. Nein, also mit dem Mann von der Schwiegertochter, mit dem Sohn von unserer. Nee, der hat's überlebt. Aber ist er verurteilt worden wegen häuslicher Das Gewalt? weiß ich nicht. Okay, das heißt, das hast du uns jetzt nur erzählt, um zu sagen, so ist es an der So ist Öffentlichkeit es, gelandet. genau. So ist es überhaupt bekannt geworden, dass da was passiert ist. Okay. Sonst wäre es vielleicht nie bekannt geworden. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier Unregelmäßigkeiten, zumindest was diese Frau betrifft. Ja. Mal draußen
Ja. Im Gespräch bei Anwälten und der geht zur Polizei. Genau. Okay. So, die Polizei guckt sich die Todesbescheinigungen an, befragt die Ärzte und stellt fest, irgendwie sind überwiegend ältere Männer rund um Maria schon häufiger gestorben und immer steht in den Todesbescheinigungen natürlicher Tod. Die Polizei geht auch zur Bank des letzten Ehemannes und stellt dort fest, sie hat unter einem Kreditantrag eine Unterschrift gefälscht. Guck mal, ich sag's jetzt ein letztes Mal. Ich höre dir jetzt einfach zu. Ich höre das aber mit großem Unbehagen gerade. Weil du sagst zu mir, die untersuchen das und stellen fest, alles natürlicher Tod. Plötzlich gehen die an irgendwelche Bankunterlagen und so ein Kram. Ich finde, wahrscheinlich, du klärst es auf, deswegen halte ich mich jetzt zurück. Ich wollte das nur mal hinterlegt haben. Dann sage ich das jetzt vielleicht doch gleich ausführlich. Also als die Schwiegertochter dem Anwalt geht, hat die den Verdacht geäußert, die hat schon öfter Männer umgebracht. Okay, das hat sie definitiv gesagt. Ja, so. Sie hat erzählt, dass ihr Vater offensichtlich wusste, dass er sterben müsse. Das hätte die Schwiegermutter ihr auch am Telefon erzählt. Also die haben mehrfach telefoniert. Einmal hätte sie gesagt, ich habe ihm seine Lieblingsspeise gemacht. Dann hat die wieder angerufen und hat sie gesagt, jetzt geht es ihm schon ziemlich schlecht. Aber der kann immer noch die Polizei anrufen. Und beim nächsten Mal hat sie gesagt, jetzt geht es ihm so schlecht, der kann nicht mal mehr die Polizei anrufen. Offensichtlich hat die auch wie so eine Art Live-Ticker gemacht, während sie einen ihrer Männer umgebracht hat. Okay, das heißt, ja. Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil ansonsten, das klingt schon sehr dubios sonst. Ja, deswegen habe ich es ja jetzt doch verraten, Okay, wo ich es eigentlich erst später erzählen wollte. Das heißt, wir haben hier eine Polizei, die auch berechtigte und jetzt, Ermittlungsdränge hat, die sowas rechtfertigen wie, ist vielleicht natürlicher Tod, haben wir geguckt, aber wir gucken jetzt mal weiter. Ja. Und stellen dann diese Dinge da fest, die du gerade erzählt hast. Also es war wohl so, dass offensichtlich mindestens sie wusste, vielleicht auch noch andere Familienmitglieder und dass da offensichtlich seinerzeit darüber geschwiegen worden war. Jetzt hat die aber Angst gekriegt. Jetzt hat die offensichtlich gedacht, boah, die scheint ja schon mal einen umgebracht zu haben. So, nachher bringt die mich auch um. Schon wieder Unbehagen? Ja, aus anderen Gründen, weil ich mir denke so, ja gut, umbringen ist ja okay, aber mich umbringen ist eine andere Sache. Die Information ist ja jetzt auch nicht neu. Die ist ja jetzt nur opportunistisch genannt worden, zu sagen, okay, ja gut, jetzt könnte es auch für mich gefährlich werden, nachdem ich mitbekommen habe, wie da mehrere Leute umgebracht wurden. Ich will ja nicht umgebracht werden, können Sie da jetzt mal anfangen zu untersuchen. Man könnte ja meinen, dass sie auch vorher schon die Möglichkeit gehabt hätte, diese Unregelmäßigkeiten, wie ich sie noch nennen will, auch schon irgendjemandem zu erzählen. Man würde auch später die Frage stellen, oder ich würde sie später stellen, warum hat die Polizei eigentlich dann nichts gegen diese Schwiegertochter unternommen? Das ist nämlich übrigens nicht passiert. Weil die das verschwiegen hat, meinst du? Ja. Das meint Also die ruft da an und sagt, so jetzt geht's ihm schlecht, jetzt geht's ihm noch schlechter. Cool, jetzt kann er nicht mal mehr die Polizei anrufen und dann ist er tot. Das meinte ich. Aber gleichzeitig, also hier geht es ja jetzt hier um meine Geschichte, da habe ich aber keinen Bock mehr drauf. Ja. Das klingt so, als hätte Die Polizei wird später dazu sagen, der wäre nichts nachzuweisen gewesen. Das ist ein bisschen dünn. Gut, jetzt haben wir es auf komplizierte Art und Weise, sorry, da habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen, geklärt, wie das jetzt dazu gekommen ist. Können wir irgendwann dann einfach von vorne anfangen? Oder wie geht es jetzt hier weiter mit uns? Also es geht jetzt so mit uns weiter, dass die Polizei jetzt zur Bank marschiert und bei der Bank feststellt, habe ich ja schon gesagt, dass ein Kreditantrag gefälscht ist. Das macht die stutzig. Dass nämlich Maria ohne Wissen ihres Mannes offensichtlich Schulden gemacht hat und sein Geld dafür als Sicherheit genutzt hat. Dann, nach diesen Hinweisen, die ja auch diese Schwiegertochter gegeben hat, exhumieren sie den letzten Mann von Maria, Bernhard. Und dann untersuchen sie Bernhard. Und bei Bernhard stellen sie fest, der hat im Magen eine ganze Menge Pflanzenschutzmittel E605.
Das ist uns übrigens schon mal Habe ich begegnet. das nicht schon mal gehört? Ja, Das ist uns schon mal begegnet. Das ist ein tödliches Gift. Seit 2002 ist es verboten. Ein Insektizid, und begegnet ist es uns bei der Adoptivtochter, die das den Eltern in den Kuchen gemischt hat. Das war auch E605. Die das überlebt haben. Bernhard hat es nicht überlebt. So. Das muss ja dann schon dringender Tatverdacht alles gewesen sein. Ja, war es auch. Also Leichen exhumieren, ich glaube, das ist nicht so einfach, so Anträge dafür Nein, zu bekommen, oder? nein. So Bankkram, Leiche hoch, also da muss schon dringende... Ja, die dringende Polizei Handlungsdruck gewesen sein. hat auch dann das Gefühl gehabt, boah, hier ist echt Gefahrenverzug, weil Maria hatte schon wieder einen neuen Mann gefunden. Maria lebte jetzt mit einem alten Mann zusammen, einem wohlhabenden Veterinär, und die dachten, boah, höchste Gefahr, höchste Eile ist jetzt nötig. Und haben sie festgenommen und haben sie vernommen. Und zunächst hat sie bestritten und später hat sie dann sehr viel zugegeben. Sie sagt nämlich, die Polizei sagt ihr nämlich, also okay, du hattest ja schon mehrere Ehemänner und auch einen Lebensgefährten. Wenn du jetzt nicht redest, dann exhumieren wir die auch und obduzieren sie. Und dann hat sie weitere Taten gestanden. Dann hat sie gesagt, wen sie alles noch so umgebracht hat. Und dann werden tatsächlich alle exhumiert und alle obduziert, und in einigen ist noch Gift nachzuweisen, in anderen nicht mehr. Und das ist der Moment, wo die Presse einsteigt, und das ist der Moment, wo ich gerne kurz aus der Geschichte aussteigen würde, um erstmal ein bisschen was von Maria zu erzählen, weil ich glaube, dann, ich will nicht sagen, kann man besser verstehen, was sie gemacht hat, aber dann erklärt sich eher, wie es zu den Taten gekommen sein könnte. Das ist, glaube ich, die vorsichtigste Formulierung. Okay? Ich warte auch darauf, weil okay, also für mal, mich war das jetzt noch ein sehr löchriger Käse hier mit von wegen, ja, und dann kann man das machen und dann hat sie noch umgebracht. Also so das. Also Maria ist 1916 geboren. Die ist in Armut am Niederrhein aufgewachsen. Der Vater hat sehr früh... Wo ist sie aufgewachsen? In Armut. Nein, die war arm. Ah. Die war arm und wuchs am Niederrhein auf. Das hast du schon zu flüssig gesagt. Entschuldigung. Der Vater hat sie und die Mutter verlassen. Und sie hat immer das Gefühl gehabt, der hat die auch im Stich gelassen und sei mit dran schuld, dass sie in Armut am Niederrhein aufwachsen musste. Sie hat dann später geheiratet, hat 4 Kinder bekommen. Der Mann war aber nicht besonders freundlich zu ihr und ist aus dem Zweiten Weltkrieg dann von der Front nicht wiedergekehrt. Deswegen habe ich vorhin gesagt, nicht jeder ihrer Männer... Also der hat es auch nicht überlebt, aber nicht, weil sie ihn umgebracht hat, sondern der ist halt einfach aus dem Krieg nicht zurückgekommen. Das heißt, wir haben den ersten Mann. Mann Nummer 1 ist nicht wiedergekehrt. Von dem hat sie 4 Kinder. Von dem hat sie 4 Kinder. Und der ist kriegstot. Ja. Im Krieg gefallen heißt das, glaube ich. Man weiß es nicht genau, er ist vermisst worden, man weiß nicht genau, was mit ihm passiert. Er ist auf jeden Fall, ist nicht wieder ohne gekommen. ihr Zutun ist er verschwunden. Ja. Das heißt, wir reden hier darüber, dass wir eine blöde Situation, du bist jetzt quasi alleine mit 4 Kindern. Mit 4 Kindern. Das ist nicht so einfach. Es ist der Nachkrieg, also wir sind nach dem Krieg. Mhm. Sie bekommt noch 2 Kinder, uneheliche, damals spielt das eine Rolle. Von wem? Weiß ich nicht. Also wir sind jetzt hier bei 6 Kindern. Jetzt hat sie 6 Kinder. Ja. Sie hat keine Berufsausbildung. Sie lebt mit ihren Kindern in Notunterkünften. Sie wünscht sich, dass diese Kinder aus der Armut rauskommen und in geordneten Verhältnissen aufwachsen und sucht deshalb einen Mann. Was nicht einfach ist, wenn man 6 Kinder hat. Sie lernt aber Peter kennen. Peter ist der zweite Mann. Peter ist Mann Nummer 2. Das heißt, wir haben jetzt hier beim zweiten Mann, Sie heiraten. Rekord bis jetzt ist ein Mann, der ist tot und 6 Kinder sind da. Ja. Okay. Sie heiraten. Zweiter Mann, Peter, heiraten. Ja. Peter hat aber auch 8 Kinder. Von denen kommen einige. Es wird langsam auch ein bisschen viel. Insgesamt leben jetzt bei Maria und Peter im Haushalt 10 Kinder.
Die anderen sind halt schon irgendwie irgendwo anders. Das heißt, von den 8, die er hat, bringt er auch 4 mit. Das heißt, wir sind Ich hier weiß nicht, wie viel er mitbringt. Du hast doch gesagt, 10 Kinder. Ja, aber kann ja sein, dass von ihren auch schon welche groß sind und weg sind. Okay, und wir sind hier aktueller Stand 10 Kinder. 10 Kinder. Die sind für mich in diesem ganzen Erzählungskram auch die größten Leidtragenden. Ja. Weil die kommen da einfach hin. Ja. So, 4 Kinder, noch 2, Mutter kann nicht arbeiten oder hat keine Ausbildung, kein Cash, bla bla. Der Wille von mir ist vielleicht da, ein gutes Leben zu ermöglichen, aber ja, manchmal reicht das halt nicht. Das ist schon, boah. Ist heftig. So, Anfang der 60er Jahre, ihre Mutter stirbt. Der Vater wird pflegebedürftig. Warte, also ihre Mutter stirbt. Ihre Mutter stirbt. Mhm. Der Vater ist pflegebedürftig. Der Vater. Der die Familie verlassen hat, ist Ich wollte gerade sagen, der pflegebedürftig. ist, ja. Bedürftig. Ja. Ich will mal so sagen, aus Marias Sicht, der Vorteil des Vaters ist, der war mal Lokomotivführer und hat eine gute Rente. Und siehe kein Geld. Sie nimmt ihn bei sich auf und pflegt ihn. Auf wessen Wunsch? Ich glaube, weil man es so gemacht hat. Weil Ich glaube wirklich, weil man es so gemacht hat. das, ja, Ich glaube, in deren Welt hatte sie keine Wahl. ja, kann sein, aber man muss trotzdem vor Augen führen, was dann da passiert ist. Da ist jemand, der eigentlich mit denen nichts zu tun haben wollte. Und jetzt, wo es ihm schlecht geht, kommt er doch an. Ja, Und und? sagt, ey, vielleicht wirst du dich erinnern, tut mir leid, das war auch für dich eine schwierige Situation hier mit 80.000 Kindern. Aber jetzt muss ich auch noch gepflegt werden. Ich krieg bei dieser Frau leichte Falling Down Moves, Vibes gerade. Weißt du, was ich meine? Also da ist auch schon viel Druck auf dem Kessel Ja. für diese Frau. Für sich selber zu sorgen, für mittlerweile 10 Kinder. Dann hast du Mann. Groll gegen deinen Vater. Du hast vielleicht Trauer, der steht dann vor der Tür, besitzt die Dreistigkeit oder beziehungsweise ist es eine gesellschaftlich erschaffene Dreistigkeit, dass du dich jetzt trotzdem um den kümmern musst, obwohl er dich im Stich gelassen hat. Sagen wir mal so, bisschen sauer wird die schon sein. Er ist auch nicht freundlich. Auch noch nicht. Er ist cholerisch und herrisch und will eigentlich jetzt der Chef der Familie sein. Sie scheint sich zu denken, hier stimmt die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr. Ich habe mehr Arbeit, als dass mir das Ganze was einbringt. Und sie war ja eh schon so wütend auf den. Und jetzt ist der Typ auch noch so undankbar. Und ich glaube, da hat sich die alte und die neue Wut miteinander vermischt. Und offensichtlich hat sie entschieden, der muss weg. Das ist Mord Nummer 1? Noch nicht. Wie noch nicht? Noch nicht Mord Nummer 1. Aber er wäre... Fängt es jetzt an? Es fängt jetzt an. Und zwar fängt es dadurch an, dass sie die Berichterstattung verfolgt über einen Prozess, der in Mainz geführt worden ist. Gegen, Achtung, jetzt wird es wieder sehr kompliziert, Christa Lehmann aus Worms. Ihr wird ein Giftmord, ein versuchter Mord und versuchter Totschlag zur Last gelegt. Und das ist das erste nachgewiesene Verbrechen in der Bundesrepublik Deutschland mit E605. Die hat nämlich einem Mann eine tödliche Dosis gegeben. Das merkt die Polizei aber erst, als eine 30-Jährige 1,5 Jahre später in eine Praline beißt, die ausspuckt, der Hund die frisst und daran qualvoll stirbt. Und diese Praline war von ihrer Freundin jener Christa Lehmann präpariert gewesen. Die sollte aber gar nicht diese Frau essen, sondern eigentlich ihre Mutter, weil ihr Vater mit ihr Streit hatte. Und nur dummerweise hat die Tochter die erwischt und hat da reingebissen. Wie viel später? 1,5 Jahre. Und plötzlich 1,5 Jahre lag die Praline darum. Ich will es nur nicht falsch verstanden haben. Ja, ich verstehe das so. Da gibt es in irgendeiner Weise Stress. Ach, das kann aber bei mir ehrlich gesagt auch passieren. Und dann gehst du hin, die Praline sind ja, noch gut. und dann habe ich Lust auf Schokolade und dann ist nichts da und dann finde ich die alte Praline und beiß halt rein. Also das kann ich verstehen. 1,5 Jahre später. Ja, das kann ich schon verstehen. Da ich sowas auch im Kühlschrank aufbewahre, kann ich das verstehen. Du weißt auch, wie voll mein Kühlschrank ist. Ich weiß, da wie voll dein findet sich Kühlschrank immer ist, aber was. ich weiß auch, dass du sehr umtriebig bist und
da viel unterwegs bist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dir Pralinen 1,5 Jahre rumliegen. Nee, weil ich sie vorher gegessen habe. Aber Okay. manchmal habe ich ja auch Ich glaube so Phasen, auch, dass wo die ich mich Konstellation, und zusammenreiße. da bin ich jetzt hier ganz transparent, ich habe überhaupt nichts verstanden. Das ist auch egal. Es ist jedenfalls so, dass das zum ersten Mal nachgewiesen worden ist, dass jemand einen anderen mit E605 umgebracht hat. Das ist das, was ich mir jetzt hier kriegt die rausziehe, mit. genau. Das reicht auch. Alles Das klar. kriegt die mit. Okay, hier habe ich eine kleine Seitenfrage. Ist das vielleicht nicht ein bisschen blöd, wenn man das in der Zeitung so explizit nennt? Hätte man da nicht sagen können, Gift? Weißt du, was ich meine? So, also wenn ich jetzt in der Zeitung schreibe, die Frau ist vergiftet worden, dann reicht das doch als Information für die Öffentlichkeit aus. Ich muss doch jetzt nicht irgendwie Leute auch noch hellhörig machen und sagen, ja. hier, übrigens, E605, das könnt ihr ja da und da bekommen, falls mal was ist. Dann können wir aber unseren Podcast einstampfen. Wir erzählen es ja auch immer ausführlich, was gut, wer wie jetzt. gemacht hat. Ja, ich frage nur. Weil ich finde es schon eine spezielle Information gut, aber die hat es da jetzt kennengelernt und hat gesagt, okay, alles gut. Genau. Und vielleicht muss man auch wissen, dass es damals E605 in Drogerien und beim Gärtner gab. Also das konntest du bist super leicht rangekommen. Und das wusste auch Maria und das hat sie sich besorgt. Und dann hat sie einen Gemüseeintopf gekocht. Und in diesen Gemüseeintopf hat sie ein paar Tropfen reingemacht. Später wird sie sagen, einmal musste ja mal wieder Ruhe sein. Wir reden jetzt hier von dem Vater. Wir reden von dem Vater. Und 20 Stunden später war der kranke alte Mann tot, nämlich der Vater von Maria. Und niemand hat sich darüber gewundert. So, das heißt, wir haben jetzt hier gerade den ersten Mord live in Anführungszeichen miterleben dürfen. Die hat diesen Typen Ihren Vater. mit Essen vergiftet. Ja. 7 Jahre später. Ja, warte mal. Ich sag, wie es ist, ich kann das verstehen. Ich kann dieser Build-up, den dieser Mord hatte, den kann ich verstehen. Und ich glaube auch, dass einzeln betrachtet, Ja. die da vor Gericht verstanden worden wäre. Zu sagen, ey, soziale Situation, sozialer Druck, finanzieller Druck, Vater haut erst ab, kommt dann wieder, macht dich dann auch noch fertig. Du hast einfach die Kontrolle verloren. Für mich ist, wenn wir nur das nehmen, für mich ist hier, was ich eigentlich sagen wollte, für mich deutet hier noch nichts darauf hin, okay, das wird eine Serienmörderin werden. Sondern das hier ist eine persönliche Sache mit dem Vater, wo ich ehrlich gesagt die Wut verstehen kann. Natürlich darf man das nicht machen, aber zumindest habe ich hier keine Anzeichen zu sagen, ja gut, weiß ich nicht, Serienmörder macht das, um irgendwelche Dinge zu befriedigen, sondern nee, das hier die will tatsächlich Ruhe vor dem Typ haben, verständlicherweise. Hat halt ein bisschen übertrieben. Ja, ich glaube, hier haben wir das Problem, was wir, meine ich, in der vergangenen Folge schon angesprochen haben. Wenn es einmal klappt und du sozusagen was davon hast, dann sinkt die Hemmschwelle. Ja, man Und könnte steigt jetzt, die Gefahr, dass du es nochmal tust. Genau. So jedenfalls ist es hier geschehen. aber hier hätte sie ja jetzt noch die Autobahn gehabt, zu sagen, okay, wo fahre ich hin? Eigne ich mir als Instrumentarium an oder ich umgebe mich mit weniger Leuten, die mich abfangen? Ja, das muss man aber schaffen, weil 7 Jahre später zieht die alte Tante bei ihr ein, die ist nämlich nun auch pflegebedürftig geworden. Die hatte einen... Klingeln da ständig Leute, Alter. Ja. Hier, grüß dich. Mit deinem Vater hast du schon so gut gemacht. Mir geht's auch nicht gut. Grüß dich. Und wie gesagt, ja, wo wart ihr die ganze Zeit? So, ich habe die ganze Zeit Stress und jetzt nur wenn ihr fertig seid, kommt ihr und klingelt an meiner Tür. Raus, Alter. Diese Tante aber hat ein gutes Angebot für sie und sagt, wenn du mich pflegst, weil ich hatte gerade meinen 2. Schlaganfall und brauche intensive Betreuung. Auch Aber noch. Deal ist, du pflegst mich und dafür darfst du auch auf mein Konto zugreifen. In Absprache mit mir. Also hat Maria gesagt, Geld immer gut, machen wir. Komm rein. Ja. So, jetzt hat es aber Streit gegeben, weil Maria ein paar Mal so oft an dieses Sparbuch gegangen ist, ohne Erlaubnis. Und die Tante das gemerkt hat. Und die Tante Und dann gehst du zu Tante und sagst, was willst du jetzt machen? Strafanzeige erstatten war die Antwort der Tante. Wieder, ich denke, die ist komplett... Ciao. Naja. Telefon, wird sie telefonieren, wird sie noch können. Kabel So. raus.
Maria findet es sehr ungerecht. Und weil es beim ersten Mal so gut geklappt hat. Wie war das Verhältnis zur Tante vorher? Das weiß ich nicht. Okay. Und weil es beim ersten Mal so gut geklappt hat, hat es auch beim zweiten Mal ganz gut funktioniert. Sie hat ihr wieder E605 gegeben, diesmal mit ihrer Medizin. Der Hausarzt kommt wieder. Der Hausarzt stellt einen normalen Totenschein aus. Dem Bestatter fällt irgendwie auch nichts auf, dass hier was nicht in Ordnung ist. Und dann ist die Tante auch weg. Jetzt rät sich langsam hier die Sache, wo es nicht mehr nur um persönliche Belange und Emotionen geht, sondern hier kommt ja jetzt auch ein bisschen Habgier ins Spiel. Ja. Wo man sagen kann, okay, das Muster ist nicht verletzte Emotionalität, sondern scheinbar auch ein gewisser Ausblick auf Cash. Ja. Maria ist weiter mit Peter verheiratet. Peter ist noch da, ja? Peter lebt noch. Noch Peter. lebt er. Jawohl, Peter, Junge, hast lange durchgehalten. Noch lebt der Peter. So. Die Enkelkinder werden geboren. Viele Leute sind da mittlerweile, so 85. Das weiß ich nicht. Einer seiner Söhne sagt, die hatte immer so das Kommando, der Vater hatte nicht so viel zu sagen, aber wenn er mal was gesagt hat, dann ist auch schon mal Geschirr geflogen, er hätte auch schon mal gesehen, wie der am Kopf geblutet hat und Der so. Peter. Ja, das sagt der Sohn. Weil sie mit einer Tasse, weil sie ihm eine Tasse an den Kopf geworfen hat. So, jetzt ist die Tante 6 Jahre tot. Also erst waren es 7 Jahre, jetzt waren es 6 Jahre. Ja, und Maria mag offenbar Peter nicht mehr so sehr, auch deshalb, weil Peter nur ein einfacher Arbeiter ist und wir ja jetzt in den Wirtschaftswunderzeiten sind. Und Das heißt, die nach so 13 richtig, Jahren fällt dir das jetzt auf. und die nicht so richtig was davon hat, außer viele Kinder und Enkelkinder. Das Gute ist, dass sie die Finanzen verwaltet und er weder lesen noch schreiben kann. Gleichzeitig, Was macht er nochmal beruflich? das weiß ich nicht, er ist Arbeiter. Ah, okay. Gleichzeitig ist es die große Zeit der Versandhauskataloge, die sie auch für sich entdeckt. Und weil der nicht lesen kann, bestellt sie immer fröhlich. Der unterschreibt, also das scheint funktioniert zu haben. Irgendwann merkt das halt doch. Wie denn? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil das Konto halt irgendwann überzogen war. Vielleicht hat die Bank angerufen, ich weiß es nicht. Er hat es jedenfalls mitgekriegt. Sie findet, dass er ein bisschen zu viel an ihr rumnörgelt. Es gibt Streit, es geht wie immer ums Geld. Sie ist wie immer klamm, die vielen Kinder und Enkelkinder. Und eigentlich will sie doch als Mutter und gute Oma dastehen. Und mittlerweile ist auch der Gerichtsvollzieher häufiger da. Und irgendwann hat Peter genug von den Geldproblemen und ärgert sich auch darüber, dass alles bei ihren Kindern landet und sagt, nun wolle er die Scheidung und will zum Anwalt gehen. Jetzt muss man dazu wissen, dass in dieser Zeit noch das Schuldprinzip bei Scheidungen galt. Das heißt, Also er will sich jetzt scheiden lassen. er will sich scheiden lassen und bei dem Schuldprinzip geht es im Grunde genommen darum, wer ist dran schuld und derjenige, der dran schuld ist, kriegt nichts. Später, dann 75, ist das geändert worden. Da ist daraus das Zerrüttungsprinzip geworden. Da musstest du halt nur noch sagen, die Ehe ist zerrüttet und das hat gereicht. So. Und sie musste jetzt natürlich damit rechnen, weil ja dieses Schuldprinzip noch Geht galt, überhaupt jemandem was an? dass sie am Ende, ja, ich weiß, aber es war halt so. Deswegen ist es ja auch geändert worden, aus gutem Grund. Kann ich jetzt einfach abhauen, oder? Jetzt. Ja, also im Idealfall sagen beide, wir wollen nicht mehr und dann lassen sie sich halt scheiden. Okay. So, also aber damals war das nicht so und deswegen war klar, weil die ja an das Geld rangegangen ist und dauernd bestellt hat und die Familie deshalb pleite war, dass sie wahrscheinlich schuldig geschieden worden wäre und dann hätte sie ohne jede Versorgung dagestanden. Und weil sie eine Hausfrau war, hatte sie weder ein Einkommen noch hat die eine Rente gehabt. Also. Ja. Okay. So, und dann hat sie entschieden, der Peter muss weg. Wir kommen jetzt hier langsam in den routinierten Bereich, glaube Ja. ich. Also, Naja, weiß nicht so ganz genau, weil
Sie hat das über einige Zeit, hat sie offensichtlich so, scheinbar hat sie dem so Testdosen gegeben an Gift. Weil er kam nun plötzlich häufig ins Krankenhaus mit Krämpfen und Schmerzen. Dann haben sie ihn da wieder geheilt und dann ist er wieder entlassen worden. Und das ging ein paar Jahre sogar so. Ein paar Jahre? Da hat es immer so kleine Dosen Gift gegeben. Aber und die haben halt nicht gereicht. Und in der Zeit ging es ihm so schlecht, dass er diese Scheidungsgeschichte nicht durchziehen konnte? Offensichtlich. Jedenfalls wollte hat sie ihn ja auch einer... Vielleicht hat sie auch gedacht, dieses mit Umbringen ist schon asozial. Warum hat sie denn dann die Dosis gesteigert? Ich sediere den jetzt und damit er nicht sich scheiden Naja, lässt. aber mit Sedieren, da ist aber E605 nicht so unbedingt geeignet Sedieren dafür. war jetzt auch das falsche Wort in dem Sinne. Ich meinte vielleicht sedierten Kopf. Um diese Scheidungsgeschichte nicht durchzuführen, weil er die ganze Zeit im Bett oder auf dem Klo rumhängt. Also einer der Söhne hat auch Verdacht geschöpft und hat dem Vater gesagt, hier, du musst vielleicht doch mal richtig untersucht werden und hat das auch im Krankenhaus zum Arzt gesagt. Er hat sogar gesagt, sag mal, kann das vielleicht was mit, kriegt der Gift oder irgendwas? Der Arzt hat das als Frechheit und Anmaßung empfunden und vor allen Dingen ist er zu Maria gegangen und hat gesagt, haben Sie Ihrem Mann Gift gegeben? Und überraschenderweise hat sie diese Frage mit Nein beantwortet. Das ist ein sehr investigativer Arzt unterwegs. Ja, schlauer wäre gewesen. Das erinnert mich an die Dinge, die du ausfüllst, wenn du in die USA fliegst, wo du die fragen, planen Sie einen terroristischen Anschlag? Ja, genau. Ja, jetzt haben sie mich erwischt hier. Scheiße, ich kann ja nicht lügen, muss ich ankreuzen. Also, was ist das denn eine Frage? Also unglückseligerweise haben sie dem den Magen nicht ausgepumpt und haben auch sonst keine weiteren Untersuchungen gemacht, sondern sich vielmehr über die Bemerkung dieses Sohnes geärgert und der Arzt hat zu ihm gesagt, überlegen Sie sich gut, was Sie da sagen. Das war's. Mhm. Als nächstes hat dann, wahrscheinlich ist Maria dann auch ein bisschen unruhig geworden, jedenfalls hat sie ihm eine ordentliche Dosis ins Blaubeerdessert gegeben. Mhm. Warum ins Blaubeerdessert? Weil der das mochte. Vielleicht, aber vor allen Dingen, weil im Blaubeerdessert die leuchtend blaue Warnfarbe von E605 nicht aufgefallen ist. Was ihr den Namen Blaubeermariechen eingebracht hat. Später. Verstehe ich nicht, weil die das vorher ja auch hingekriegt hat ohne Blaubeertarnung. Das hätte ja auch das Suppenmariechen werden können. Ich überlege gerade, in welche Suppe man das machen kann, in der man das nicht so sieht. Keine Ahnung. Wer hatte denn die Suppe noch mal gekriegt? Das war der Vater, ne? Na, vielleicht hat der nicht mehr so gut gesehen. Keine Ahnung. Okay. Ja gut. Also diesmal das heißt, wir haben beim dritten Mord, kriegt sie auch einen Spitznamen mittlerweile. Ja, genau. So, und wieder geht alles seinen gewohnten Gang. Peter wird beerdigt. Maria bleibt als trauernde Witwe zurück. Alleinsein findet sie doof. Über eine Zeitungsanzeige findet sie einen neuen Mann, das ist Heinrich. Sie ziehen zusammen. Heinrich schwärmt davon, was sie für eine gute Hausfrau ist und wird immer dicker. Aber irgendwann gibt es Probleme, weil Heinrich zu häufig mit anderen Frauen flirtet und offensichtlich Heinrich auch die Enkelin antatscht. Und Maria behandelt wie ein Dienstmädchen. Und da entscheidet sie, Kinder und Enkel müssen geschützt werden. Heinrich kriegt zum Nachtisch Blaubeerpudding. Auch das funktioniert. Ich muss trotzdem kurz fragen, wegen der Intention auch. Ich habe ja vorhin überlegt, ob es dann die Habgier dazu kommt und bla bla bla. Profitiert die auch immer finanziell von diesen Geschichten? Also zum Teil auf jeden Fall. Das heißt, die sammelt Witwenrenten dann, oder was? Ja, und die hat schon auch, die achtet schon auch drauf, dass sie Vermögende, also bei dem einen ist es schiefgegangen, bei dem, der nicht lesen konnte. Ich wollte gerade sagen, die hat doch 13 Jahre mit einem Analphabeten gelebt. Vielleicht hat sie da noch an das Gute geglaubt, ich weiß es nicht, vielleicht hat sie den ja wirklich mal gemocht. Und ja, ich tue mich schwer, weil was du über Heinrich gesagt hast, hat dann auch schon wieder die Möglichkeit eines anderen Motivs offen gelassen. Dass man sagt, okay, wenn der die Enkelin antatscht, nochmal, ich weiß, dass man die nicht umbringen muss. Mir geht es tatsächlich nur ein bisschen darum, ist auch sehr schwierig, aber mich in die reinzuversetzen. Ja. Den ersten Mord, den konnte ich halt fühlen. So, nicht fühlen, aber da wusste man, okay, die ist einfach völlig überfordert und dann kommt da so ein
ja, so eine emotionale Geschichte dazu. Aber ja, es ist schwierig, weil die unterscheiden sich auch trotzdem alle. So, weißt du, normalerweise bei Leuten, die viele Leute umbringen, hast du ein Muster. Naja, sie unterscheiden sich aber nicht darin, dass es immer eher ältere Männer sind. Ja, klar, ja. Ausnahme die Tante, aber die war halt auch pflegebedürftig und alt. Und da war halt das Problem, dass sie erwischt hatte, wie sie an ihr Geld und ihr Sparbuch gegangen war und sie anzeigen wollte. Guck mal, das Ding ist, das spricht nicht für sie, aber das einzige Muster, was ich erkenne, ist, gut, du nervst mich jetzt. So. Also das ist das Muster. Wenn sie von Leuten genervt ist nach einer gewissen Zeit, erste Ausfahrt. Plus finanziellen Bonus. Weil, wenn ich mich scheiden lassen würde ich, also so wirkt das. Und das wirkt auch, ja, jetzt mittlerweile sind wir im routinierten Bereich, oder? Also, ja, absolut, absolut. Und auch in diesem, übrigens hat sie sich in jedem Fall immer um schöne Beerdigungen gekümmert. Der Bestatter sagte dann später, bei jeder Beerdigung ging es vornehmer zu. Die ist auch immer zum selben Bestatter gegangen. Hier, grüß dich. Ich schon wieder. So, also, puh. Ja, und Maria ist auch nicht lange alleine geblieben. Also Heinrich ist aber jetzt tot. Heinrich ist tot. So, das heißt, Nummer 4 ist tot. Wer wird Nummer 5? Nummer 5 wird ein 85 Jahre alter Witwer, Bernhard. Da kann man vielleicht aufgrund des Alters jetzt schon mal die endgültige Motivlage erkennen. Ja. Bernhard hat bis vor kurzem seine Frau gepflegt. Bernhard hat sie über eine Kontaktanzeige kennengelernt. Bernhard ist total begeistert von ihr. Wie alt ist sie zu dem Zeitpunkt? Sie müsste 60 sein, Anfang 60. Bernhard ist begeistert. Ja, er erzählt auch seiner Tochter, er hat wieder eine Frau gefunden, die ist entschieden jünger als er. Und mit der will er nur den Rest seines Lebens verbringen. Die ist noch fit genug, mit ihm was zu unternehmen und ihn auch zu versorgen. Und Maria sagt im Prozess später über ihn, ja, sie hat den schon gemocht, aber sein ewiges Beten sei ihr auf die Nerven gegangen. Die Eingriffsschwelle wird langsam ein bisschen niedrig. Krass, oder? Morgens, mittags, abends, immer hätte er gebetet und wenn er nicht gebetet hat, dann hat er halt in der Bibel gelesen. Das hätte schon genervt. Aber und deswegen hätte sie sich gesagt, nein. Doch, sie hat gesagt, jetzt machst du Feierabend. Und dafür hat sie sich auch einen ganz besonderen Tag ausgesucht, nämlich ihren ersten Hochzeitstag, Bernhards 86. Geburtstag. Ein Jahr hat es ausgehalten. Ein Jahr hat es ausgehalten, aber in dem Jahr hat Bernhard seine Wohnung verkauft. Und offensichtlich war sie auch scharf auf dieses Geld. Aber Bernhard hat gesagt, das sollten seine Kinder und Maria erhalten, aber also sie halt erst nach seinem Tod. Nicht so schlau von ihm. Mhm. Naja, der kann ja nicht damit rechnen, dass sie die Leute alle umbringt. Das weiß er ja nicht. Der hat ja das Vorwissen nicht, was wir haben. Natürlich, hast du recht. Ich muss sagen, die gute Frau hat auch jetzt im Laufe der Morde viel Sympathien verspielt. Mhm. Also wenn ich beim ersten Mord noch sage, ja, da kann man natürlich die emotionale Drucksituation eventuell zumindest nachvollziehen, beziehungsweise herleiten, wie es dazu kam. Scheint es ja jetzt mittlerweile so zu sein, dass sie mit ihren 60 Jahren in einem Stadium angekommen ist, wo selbst Beten ausreicht, dass sie genervt ist. Und ich habe ja vorhin gesagt, beim 4. Mord ist für mich das Muster aufgetaucht. Das ist ja jetzt hier wieder sehr einfach dann aufgetreten. Mhm. Also bleibt das einzige Muster, was übrig ist. Geld und genervt sein. So ist es auch. Weil Maria ist notorisch pleite. Dann fälscht sie, das haben wir vorhin ja schon kurz angerissen, dann fälscht sie Bernhards Unterschrift, um einen Kredit über 8.000 D-Mark von der Bank zu erhalten. Das kriegt er offensichtlich mit. Das merkt sie auch. Und was macht sie? Blaubeerpudding. Also Blaubeerpudding ist jetzt das Ding. Das ist jetzt zum dritten Mal schon aufgetaucht. Mhm. Gut, ehrlich gesagt ist die eiskalt. Ja. Also man kann vielleicht diese Eiseskälte erklären, wie die zustande kommt. Also durch ständige
Probleme, ständige Verletzungen, ständige unerfüllte Träume, bla 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 bla. So, also die hat sich wahrscheinlich so verhärtet, dass die jetzt wirklich eiskalt geworden ist. Und gesagt, ach, jetzt hat er schon wieder gebildet, komm. Und dass dieses Muster funktioniert. Ich glaube, das ist so. Die hat halt Erfolg, zack, dann machst du es wieder und dann machst du es wieder. Das bringt dir im Moment gute Gefühle und dann, ich glaube, dass das so ist. Ich glaube nicht, dann hätte ich es öfters gemacht. Na, noch öfter. Was heißt denn noch öfter? Die hat es ja nur gefühlt alle 13 Jahre gemacht. Naja, also jetzt nimmt es ja zu. Als der Bestatter jedenfalls kommt, ist der Leichnam von, wie heißt der letzte, Bernhard, schon abholbereit. Die Hände sind gefaltet, die hat dem eine Kinnstütze angebracht, der hat schon seinen Sonntagsanzug an und damit, das ist eigentlich gar nicht so doof gewesen, damit fiel dann auch diese Leichenbesichtigung weg. Hat der Bestatter halt nicht mehr gemacht. Normalerweise gucken die Leiche an. Das ist schon verdächtig. Die sagt, ich habe euch jetzt alles schon fertig gemacht. I know the drill. Ja. Ganz kurze Frage für die Einordnung. Sind das alle Toten? 5, ne? Das sind jetzt alle tot. Okay. Wo kann ich die Schwiegertochter da einordnen? Von wem war? Die Schwiegertochter gehört zu Peter. Peter. Das heißt... Also Bernhard ist jetzt erstmal tot. Bernhard kriegt den normalen Totenschein, wird zur Beerdigung freigegeben. Der wird beerdigt und direkt nach der Beerdigung nimmt Maria ihre Kinder und ihre Enkel und kleidet die erstmal neu ein. Dann gibt's, da ist auch viel sozialer Druck scheinbar drin, ne? So, die kauft ja ständig Sachen. Die kauft ständig Sachen. Die hat 40.000 D-Mark direkt nach der Beerdigung ausgegeben. Die hat den Kindern Klamotten gekauft, allein für 15.000 Mark. Die eine Enkelin hat ein Pferd gekriegt, die Tochter hat ein Auto gekriegt, der Sohn hat, glaube ich, auch eins bekommen. Für sich hat die nichts ausgegeben. Geht alles in die Kinder und Enkelkinder. Vielleicht auch jetzt, ja. So, und jetzt kommt der Moment, wo die Schwiegertochter zum Anwalt geht. Und das erzählt, dass sie... aber die Schwiegertochter ist auch noch irgendwie... Das verstehe ich nicht. Die Schwiegertochter hat jetzt das Problem mit ihrem Mann. Geht zum Anwalt, will sich scheiden lassen. Der Mann ist der Sohn von Peter auch. Und die sind aber jetzt weiterhin, weil guck mal nach der Logik. Du hast vorhin erzählt, dass sie gesagt hat, ja, das hat die mit ihren Männern auch gemacht. Die hat ja aber vor Peter gar keine anderen Männer umgebracht. Peter war ja der erste Mann. Dann kam Heinrich und Bernhard ja danach. Ja. Die war die ganze Zeit trotzdem in dem Orbit drin. Und hat das so... Okay. Dann kommt die Festnahme. Dann kommt die Drohung der Polizei, wir exhumieren die anderen Leichen. Dann gibt sie alle Morde zu. Dann kommt die Mordanklage vorm Landgericht. Angeklagt worden ist sie wegen 3 Morden und 6 versuchten Morden. Weil man bei einigen dieses Gift nicht mehr hat nachweisen können und nicht weiß, wie die ums Leben gekommen sind. Da hat man sozusagen nur ihre Erzählung. Warum 6? Weil wir doch auch diese Versuche haben mit diesen Vergiftungen. Aber das ist ja derselbe Typ, zählt es da nicht? Das sind einzelne Fälle. Okay. Das ist eigentlich eine interessante Frage. Wenn ich es die ganze Zeit probiere, weißt du, was ich meine? Also dann sind das Versuche. Dann habe ich jetzt 3 versuchte Morde und einen Mord aber es ist eigentlich dasselbe Vorhaben. Ja, das kommt drauf an. Das kommt drauf an, wie die Juristen das am Ende sehen, ob es eine Tat ist oder ob es mehrere Taten sind. Gut, wenn es am Ende geklappt hat, ist ja wahrscheinlich egal, weil die Höchststrafe... Aber es sind wahrscheinlich mehrere Taten, weil jedes Mal wieder der Entschluss gefasst worden ist, so jetzt mache ich's. Aber wenn ich es dann schaffe, ist egal, weil dann habe ich ja die Maximalstrafe. Ja, so ist es. So ist es. Also sie hat vor Gericht gestanden. Sie hat wohl viel geredet. Auf die Frage des Vorsitzenden, wie sie denn heute zu ihren Taten stehen würde, hat sie mit den Schultern gezuckt. Über ihre Motive hat sie geschwiegen. Der Sohn von Peter sagt, das hat sie aus Liebe für ihre Kinder getan.
Der sprach eher von einem edlen Motiv. Ich glaube sehr viel mehr, dass dahinter auch diese unglaublich enttäuschende Beziehung zum Vater stand, die sozusagen die Grundlage war, auch für die späteren und letztlich auch feindlich aufgeladenen Beziehungen zu diesen Männern waren. Offenbar konnte die auch Männer nicht leiden. Vielleicht waren die auch blöd. Kann schon sein. Ja, ich glaube, die Motivlagen sind sehr verschieden, muss ich sagen. Also die Staatsanwaltschaft, ja, Entschuldigung. Du hast schon gesagt, das Cash hat sie ja nie für sich ausgegeben. Dann hatte sie bei dem einen irgendwelche Verletzungen. Dann hatte sie vielleicht auch so einen sozialen Druck, den sie empfunden hat und ein schlechtes Gewissen gegenüber ihren Kindern, bla bla. Also ich glaube, das ist ehrlich gesagt ein kompletter Cocktail aus verschiedenen Motiven. Plus diese Routine, die du angesprochen hast, wo du halt denkst, ja gut, das hat jetzt funktioniert. Nichtsdestotrotz muss man ja dazu eiskalt sein, trotzdem. Absolut. Die sterben ja vor deinen Augen die ganze Zeit. Also so hat es auch die Staatsanwaltschaft gesehen. Die hat gesagt, sie entscheidet über Recht und Unrecht. Sie ist Richterin und Henkerin. Ja. Wir stehen vor einem Fall außergewöhnlicher Unmenschlichkeit, gefühllos, mitleidlos, unbarmherzig. Ja, und wir haben jetzt da die ganze Zeit drüber gesprochen, aber nüchtern betrachtet ist es genau das. So, die ist eiskalt, weil die lebte ja auch die ganze Zeit mit ihren Taten. So, die hat 7 Jahre dann dazwischen ein bisschen rumgestellt und hat gesagt, geil, hat kein schlechtes Gewissen gehabt, hat nicht in irgendeiner Weise das betrachtet, dass die Leute ja auch irgendwelche Angehörigen haben. Die hat das wieder gemacht, dann hat sie es nochmal gemacht. Da musst du ja schon sehr abgebrüht sein. Wenn du sagst, ich habe gestern jemanden umgebracht, na gut, dann kaufe ich mir erstmal für 40.000 Euro irgendwelche Sachen. So, das ist vielleicht edel auf den ersten Blick, aber eigentlich ist es eiskalt. Ja, ja. Also sie ist am Ende verurteilt worden. Das ist dann lebenslang wegen 3 Morden. Die Vergiftungen von ihrem Vater und der Tante sind als versuchte Morde verurteilt worden. Und zwar deshalb, weil man eben nicht mehr nachweisen konnte, ob die tatsächlich vergiftet worden sind. Sie saß quasi bis fast an ihr Lebensende im Gefängnis. Sie ist dann nicht mehr haftfähig gewesen, weil sie dement geworden ist. Kam in ein Pflegeheim und in diesem Pflegeheim ist sie 2008 gestorben. Krass. Kurze Frage noch zu diesen, du hast gesagt, wegen dreifachen Mord, es ist eigentlich egal, oder? Ach nein, ich glaube, für Angehörige ist das schon wichtig. Ja, kein emotionaler Faktor, aber ich habe hier auf meinem Zettel auch stehen, als ich das vorbereitet habe, eigentlich ist ab einmal Morden, ist egal, ne? Da kann ich auch weitermachen. Wenn du aus Sicht der Strafe guckst, ja, weil Mord ist lebenslang. Das heißt, es sei denn, du hast irgendwelche Minderungsgründe, das kann natürlich schon auch mal vorkommen. Gut, aber sagen wir mal, plain and simpler Mord. Dann kann ich alles, was ich danach mache, ist nicht zu meinem Nachteil. Häufig ist es ja auch in Prozessen so, dass dann andere Taten einfach eingestellt werden. Vor dem Hintergrund, dass du ja sowieso lebenslang bekommst und dann das meinte ich vorhin auch mit den versuchten Morden. Sozusagen auch aus prozessökonomischen und verfahrensökonomischen Gründen, weil du dann nicht jede einzelne Tat noch aufklären musst. Das meinte ich, aber das meinte ich ja vorhin mit dem versuchten Mord, wo ich mir denke, gut, der versuchte Mord ist doch... Da machen sie es aber in der Regel nicht. Also eingestellt werden dann, keine Ahnung, Diebstähle, die du vielleicht noch gemacht hast, so eher die kleineren Sachen. Nur eine kurze theoretische Diskussion zum Ende der Staffel, dann bist du mich ja auch erstmal für den Sommer los. Schade. Wenn ich jetzt 3-mal probiere, jemanden umzubringen und am Ende bringe ich den um, dann kann ich doch theoretisch auf diese 3 versuchten Morde kacken. Du ja. Aber auch die Person selber, weil du hast vorhin gesagt, Hinterbliebene. Nein. Es ist doch dieselbe Person. Also es wird dann eine Rolle spielen, wenn du vielleicht dich im Knast gut führst und irgendwann wieder rauskommst und noch jung und frisch genug bist, um die Nächsten umzubringen. Wenn irgendwann die Frage gestellt wird, zum Beispiel einer Sicherungsverwahrung oder so, dann spielt es sehr wohl, dann brauchst du ja, das hatten wir doch bei diesem Sexualstraftäter, du brauchst eine bestimmte Anzahl an bestimmten Strafen und an bestimmten Taten, die du verübt hast. Und dann spielt es sehr wohl eine Rolle, ob du da wegen 1 oder 4 Taten verurteilt worden bist, weil du ja
wir haben ja, du kriegst ja für alles Einzelstrafen. Also die hat jetzt 3-mal lebenslang bekommen und das wird natürlich dann zusammengefasst. Ja, weiß nicht. Dem theoretischen Beispiel, was wir gerade hatten, verstehe ich es vielleicht. Aber in dem Kontext jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber gut, muss ich auch nicht. Ja, krasse Geschichte. Krasse Biografie und krass, auch aus psychologischer Sicht finde ich es wahnsinnig interessant, wann, wo, wie, was für emotionale Verletzungen stattfinden müssen, damit du irgendwann in der Lage bist, andere Verletzungen herbeizuführen. Also es ist schon krasse Geschichte. Wenn es auch jetzt ein bisschen weit gespannter Bogen ist, aber vielleicht passt das dazu. Wir haben ja hier auch Ärzte, die relativ schnell Totenscheine ausfüllen, wo natürlicher Tod drin steht oder so, ja. Und eben nicht irgendwie ungeklärte Todesursache oder sonst was. Oder nicht natürlich drin steht. Wir hatten ja in der ersten Doppelfolge, wo wir uns über die Sekte gemacht haben, da ging es ja darum, dass ein Notarzt da war, der natürlichen Tod bescheinigt hat und keiner hat mal gefragt. Also die Ermittlungen sind ja ganz schnell eingestellt worden. Und dazu hat uns geschrieben Manfred Haas, das ist der leitende Notarzt für den Vogelsbergkreis. Der Mann ist Arzt für Anästhesiologie, Entschuldigung, aber ich kann das nur so stammelig sagen, und Notfallmedizin. Und der sagt, ihm sei da so ein bisschen was zu kurz gekommen. Also wenn der Notarzt hergeht und da war es ja der Notarzt, und einen natürlichen Tod bescheinigt, dann heißt es im Grunde genommen, hier endet die Arbeit der Polizei oder sie beginnt überhaupt erst gar nicht, weil da natürlicher Tod drin steht. Und nur bei nicht natürlich oder ungeklärt muss die Polizei ermitteln. Und was ich gelernt habe ist, das finde ich ganz interessant, in Hessen jedenfalls ist es so, dass mittlerweile die Notärzte von der Pflicht der Leichenschau entbunden sind. Also die müssen die Leichen nicht mehr angucken, müssen nicht mehr hin und diese Totenscheine ausfüllen, um die Qualität der Leichenschau zu erhöhen. Aber auch, weil man die Notärzte damit natürlich entlastet. Die haben ja was anderes zu tun, als irgendwo hinzugehen und zu sagen, oh, der ist tot und dann stelle ich diesen Totenschein aus, sondern die sollen sich ja möglichst um die Leute kümmern, die dann im Idealfall überleben. Ja, das fand ich ganz interessant. Also das ist geändert worden? Mhm. Okay. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ist halt aber auch wieder so ein Also weil er sagt, das nährt seine Hoffnung, dass dieser Fall heute anders ablaufen würde, weil halt nicht ein Notarzt dahin rast, das schnell macht und zack ist er wieder weg, ja, weil er zum nächsten muss. Sachen, ja. Genau. Deswegen fand ich das ganz interessant und wollte das noch loswerden, und auch wenn die Brücke ein bisschen wackelig ist, vielleicht passt. Ich finde das auch ein wackeliges System, aber ich weiß, dass das hier immer... Die Rechtsmediziner finden ja sowieso, dass da deutlich mehr für gemacht werden müsste und dass auch deutlich mehr Menschen obduziert werden müssten, damit bestimmte Sachen nicht so leicht übersehen werden können. Ehrlich gesagt bin ich sehr erleichtert, weil ich hatte jetzt hier so einen Vibe, wo ich dachte, ey, mach das nicht. Dann werden wieder Leute sauer, fühlen sich angegriffen wie die ganzen Sachverständigen. Nein. Die sehen das ähnlich. Ja. Weil ich habe auch so ein theoretisches Gefühl wie, ja, das ist sehr fehleranfällig. Natürlich. So zu denken, da steht ja, das ist das, was wir einmal hatten, wie Allmanns an irgendwelche Dokumente glauben. Naja, da ist ja ein Stempel drauf. Und dann, ich will das nicht verurteilen. Und dann, ja gut, da hat er eingetragen, natürlicher Tod. So. Ich will das auch gar nicht so sehr verurteilen, weil, wen rufst du denn? Du rufst den Hausarzt, der kennt dich. So. Was mute ich dem eigentlich zu? Natürlich muss der, wenn der den Verdacht hat, irgendwas äußern. Aber da spielen doch persönliche Dinge auch eine Rolle. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass wir aneinander vorbeireden, was mein Unbehagen wieder hier verursacht hat. Ich werfe niemandem einzeln irgendwas vor. So, ich sage nicht, der macht es nicht gut oder der macht es nicht gut oder wie kann der das machen oder sonst irgendwas. Was ich immer beklemmend finde, ist diese Absolutheit, mit der das dann behandelt wird. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, derjenige, der dann diesen ausgefüllten Zettel bekommt, der denkt, ja gut, das steht ja da. Ja. So, das meinte ich. So, das ist so ein...
Gut, aber wenn du das natürlich, das stimmt, das verstehe ich auch, aber wenn du das weiterdenkst, wo endet das denn? Dann brauchst du ja ständig einen, der es nochmal kontrolliert und nochmal kontrolliert und nochmal kontrolliert. Das endet darin, dass man einfach mal zugibt, dass man das aushalten muss. Ja, und dass die auch nicht alles wissen. Für mich wirkt das System oft so, als wenn es davon ausgeht, dass es alles weiß. Und im Endeffekt ist es nicht so. Und ich glaube, dass es eine Illusion ist, dass der Staat für dich irgendwelche Sachen regeln kann. Nein, es passiert safe ganz oft, dass jemand umgebracht wird und das wird nicht festgestellt. Ja. Punkt. Und einfach das zu wissen, ist, glaube ich, so, dass man dann vielleicht, okay, hier ist es gut aufgeklärt worden, vielen Dank. Alles aufklären können wir nicht, auch wenn wir das irgendwie so behaupten. Ja. So, da gibt es mit Sicherheit sehr viele Sachen, die da durchrutschen. Und sehr viele Leute draußen rumlaufen, die halt irgendeinen Bullshit gemacht haben, der nicht entdeckt wurde. Jo. Ja. Mein Gott. So ist es halt. Keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir kommen ein letztes Mal in dieser Staffel zum Zuschauerraum. Zuschauerraum. Und rate, wen wir heute in der letzten Folge anrufen und sing's uns bitte vor. Er hat immer noch keinen Song. Ich habe nur für Klaus Drescher einen Song. Drescher. Aber ich verbinde die immer miteinander. Okay, dann sag's uns. Lossi Bossi. Das machen wir Freund jetzt. unserer Sendung von der ersten Stunde und ein würdiger Abschlussjoker. Number One Joker. War der erste oder Drescher? Er war der Erste. Dann ist er auch absolut zu Recht hier in der letzten Folge gelandet. Rufen ihn doch mal an, den Herrn Lossner. Lossner, hallo? Heike Borufka, Basti Red, Ende von Staffel 10 verurteilt. Du warst Finale. die ganze Zeit dabei. Letzte Folge jetzt hier von der 10. Staffel. Du warst sehr, sehr früh dabei. Deswegen haben wir dir diesen Spot hier gesichert. Oder wie ich gerne wiederhole nochmal, Number One Joker. Das ist mir eine Ehre. Uns auch, tatsächlich. Uns auch. Euch auch. Und Fühle ich mich wieder geehrt. bin So sehr... viel Ehre heute. So viel Ehre heute. Und guck mal, jetzt habe ich eine Frage von jemandem und ich weiß nicht, wie der sich ausspricht. Und wenn er uns zuhört, bitte verzeih, wenn ich es falsch sage. Ember Hugo Fell oder Hugo, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er uns geschrieben. Eine Frage zum Zeugnisverweigerungsrecht. Er sagt, als Zeuge habe ich ja das Recht, Fragen nicht zu beantworten, wenn ich mich durch meine Antwort selbst belasten würde. Und jetzt fragt er, wie soll ich das dem Gericht eigentlich glaubhaft machen, ohne mich durch die Erklärung selbst zu belasten oder die Ermittlungen auf mich zu lenken? Also Beispiel, nein, ich kann Ihnen nicht sagen, wo ich am Abend war, weil ich da leider selber gerade eine Straftat begangen habe. Ist ja auch irgendwie ein bisschen doof. Also er glaubt, dass es doch eigentlich klar ist, dass, wenn ich mich auf das Zeugnisverweigerungsrecht berufe, dass ich in der Regel dann auch Ermittlungen gegen mich in Gang setze. Siehst du das als Verteidiger auch so? Naja, also in der Regel werden dann keine Ermittlungen gegen dich in Gange gesetzt. Ja? Du kannst dich auf den 55, das ist dieses Auskunftsverweigerungsrecht, auf das du dich berufen kannst, wenn du dich selber belasten solltest oder Angehörige durch eine Aussage, dann berufen, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass der Zeuge durch die Aussage meine ich, eigene Delikte offenbart, die noch nicht verfolgt sind. Ja? Also Auskünfte erteilt werden durch den Zeugen, die in einem Zusammenhang gesehen werden könnten, die ein Ermittlungsverfahren zur Folge hätten. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und das musst du glaubhaft machen. So. Diese Glaubhaftmachung hat aber nicht zwingend zur Folge, dass die Staatsanwaltschaft dann Ermittlungen gegen dich einleitet. Ja, die müssen ja noch weitere Verdachtsmomente gegen dich haben. Und die Verweigerung einer Aussage kann diesen Verdachtsmoment nicht begründen. Ja. Okay, das reicht nicht aus. So. Aber wenn es doch so ist, dass du kannst doch auch die Auskunft verweigern, wenn schon gegen dich ermittelt wird. Dann sowieso. Genau, wenn gegen dich ein Ermittlungsverfahren läuft, ja, dann kannst du dich ja so oder so darauf berufen. Ja, weil dir ja als Angeklagten, als Zeugen, meine ich in dem Moment, ja Informationen vorliegen, dass die Staatsanwaltschaft gegen dich ein Ermittlungsverfahren führt, die im Zusammenhang mit der Straftat stehen, wegen der du als Zeuge vor Gericht bist. Aber ist das überhaupt so ungewöhnlich? Weil, ehrlich gesagt, also würde ich auch immer erstmal sagen, hey,
ich will nichts sagen, weil man ja auch Angst hat, dass man in irgendeiner Weise was Falsches sagt. Also ich kann den Impuls verstehen, zu sagen, ey, ich sag gar nichts, so kommt ihr müsst mir ja irgendwas beweisen. Ja, aber du bist ja im Moment Zeuge. Und wenn du jetzt, sag ich mal, ein ganz normaler Zeuge bist, der jetzt einfach eine Schlägerei beobachtet hat, an der du jetzt auch nicht beteiligt warst und auch keine Hinweise darauf bestehen, dass du daran beteiligt gewesen sein könntest. Ja, dann kann ich nichts sagen. Nee, dann kannst du nichts sagen. Weil die Gefahr, dass du dich einer Falschaussage schuldig machst oder strafbar machst, führt nicht dazu, dass du einen 55 haben kannst. Das ist doch voll gemein eigentlich. Ja. Und als Zeuge musst du dann genau, als Zeuge musst du grundsätzlich immer aussagen vor Gericht, außer du hast ein Auskunftsverweigerungsrecht und dazu gehört unter anderem der Paragraph 55 mit der Selbstbelastung und da muss schon die konkrete Gefahr vorliegen, dass der Zeuge durch seine Aussage weitere Straftaten offenbart. Ja, aber gut, aber dann kann ich ehrlich gesagt das Unbehagen, was der Fragesteller hier hat, verstehen. Ja, das ist absolut richtig. Das ist auch vor Gericht. In der Praxis ist es tatsächlich ziemlich kompliziert, weil kriegst du dann einen Zeugenbeistand, das ist ein Rechtsanwalt, der dann neben dir sitzt und dann darauf aufpasst, dass du den 55 richtig einsetzt. Ja, und der Richter kann aber darauf beruhen, dass du Fragen beantwortest, die nach seiner Auffassung nicht zu einer Verfolgung führen oder zu einer Selbstbelastung. Und dann gibt es dann diese ganz berühmte Mosaiktheorie. Das bedeutet, dass die Aussage als Teilstück in einem mosaikartigen Beweisgebäude dazu führt, dass du verfolgt wirst wegen deiner Aussage. Ja, ehrlich gesagt, das sehe ich auch so. Weil ich mache ja dann erst die Leute darauf aufmerksam. Ja. Weil die gehen ja gar nicht davon aus, dass ich irgendwas gemacht habe. Wenn ich sage, interessante Frage, die sie stellen, aber eigentlich will ich die nicht beantworten, weil ansonsten gerate ich ja auch noch in Schwierigkeiten, dann ist ja zumindest das Bewusstsein da zu denken, ja gut, aha. Absolut. Guck an. Und wenn dann Ermittlungen in deine Richtung beginnen, dann müssen halt weitere Beweistatsachen hinzukommen. Aber die alleinige Aussage, dass ich auf 55 berufst, reicht erstmal nicht. Natürlich reicht die nicht aus, aber die kann natürlich den Impuls geben, dass die Leute überhaupt anfangen zu gucken. Das ist durchaus richtig. Eine schwierige Sache. Was würdest du in dem Fall raten, dann, wenn, sagen wir, ich wäre das jetzt? Nimm deinen Anwalt mit vor Gericht. Ja, genau, also du bekommst dann in dem Fall einen sogenannten Zeugenbeistand. Das ist so der Rechtsanwalt, der dich als Zeuge betreut. Okay, und der checkt, dass ich dann keinen Scheiß baue. Genau, und der soll dann auf dich aufpassen, wobei da hast du als Anwalt eine relativ schlechte Position, weil der Zeugenbeistand eigentlich keine verfahrensrelevanten Dinge machen darfst. Ja, du sitzt eigentlich nur daneben, darfst keine Fragen stellen, darfst nicht unterbrechen und so weiter und so fort. Oh. Und nicht einsagen. Aber vorher wird er mich schon gebrieft haben. Genau, und dann gibt es halt gewisse Fragen, die vorher schon klar sind, wo du sagst, dazu sagen wir gar nichts zu dem Thema, weil das nach der Mosaiktheorie dazu führen könnte, dass eine Selbstbelastung vorliegt am Ende. Ja? Das ist aber in der Praxis tatsächlich kompliziert. Wir hatten schon Verfahren, da saß der Zeugenbeistand 8 Stunden neben dem Zeugen und der Vorsitzende hat ihn vernommen. Und immer einzelne Fragen wurden abgelehnt, dann wurde darüber beraten, dann wurde ein Beschluss gemacht, dass nach Ansicht des Gerichts kein Verweigerungsrecht vorliegt und so weiter und so fort. Das kann ein sehr langes Ping-Pong-Spiel werden. Also eine sehr gute Frage, die da gestellt wurde. Die Frage war absolut gut. Ja, und dann weiß ich nicht mal, wie man den Mann ausspricht, oder? Meine Güte, der wird das überleben. Die Frage war super. Amber Hugo. In der Praxis ist auch sehr relevant. Es ist eine muss Frau. ich sagen. Ja. Amber Hugo Ekitike. Ja, Genau. habe ich auch schon überlegt. Aber das ist ja gemein, das so zu machen. Ja. Egal. Okay. Ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen Super. beantworten. Ja, Vielen Dank. war auf jeden Tatsächlich Fall- sehr kompliziert ist. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Danke du euch. von Day One-ish dabei warst. Und in Sehr 11 dabei Und sein in Elf wirst. dabei sein wirst Ich und freue mich über beide. Hoffentlich die auch Vergangenheit einmal. und die Zukunft. bald mal wieder bei Verurteilt Live zu sehen bist. Das hoffe ich auch mal. Perfekt. Okay, Ja, super. vielen Danke. Dank. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Blieb noch der Podcast-Tipp. es Kein bleibt. Bock mehr, oder was? Der bleibt. Podcast-Tipp. Was ist denn Podcast-Tipp? Basti ist müde, aber ich lege euch was ans Herz. Ihr habt ja jetzt ein bisschen Pause und dann könnt ihr hören. Und deswegen habe ich einen mehrteiligen Podcast rausgesucht. Nein, ich lege ihn euch wirklich ans Herz. Der heißt Rechtsextreme vor Gericht, Prozessbeobachtungen aus Saal 165c. Im Saal 165c habe ich schon, ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Lebens verbracht. Jetzt wird er abgerissen.
Da sind die großen Prozesse geführt worden, so auch der Prozess gegen den Mörder von Walter Lübcke. Es ist verhandelt worden über den Mail- und Briefschreiber Alexander M., der unglaublich viel Angst und Schrecken verbreitet hat. Und es sind diverse andere Rechtsextremisten in diesem Saal vor Gericht gestanden. Und es gibt eine Theaterregisseurin, die heißt Marie Schwesinger. Und Marie Schwesinger wollte eigentlich nur mal in einen Prozess reingucken. Eigentlich nur mal in den Prozess gegen den Lübcke-Attentäter reingucken. Und dann hat sie angefangen zu recherchieren. Und was sie gefunden hat, sind viele Verbindungslinien in die Geschichte. Und das ist richtig interessant, wie sie das erzählt, wie sie das herleitet, wie sie Verbindungen herstellt und wie sie uns über diese Prozesse berichtet. Das ist extrem gut recherchiert, das kann ich wirklich beurteilen, weil ich in all diesen Prozessen, über die sie da redet, gesessen bin, weil ich selber viel gelernt habe und ich lege es euch ans Herz. Das ist eine Doku-Serie des Deutschlandfunks und die heißt Rechtsextreme vor Gericht, Prozessbeobachtungen aus Saal 165c. Ja, ein bisschen leichte Kost für den Sommer hat Heike euch hier präsentiert. Aber das ist wichtig. Klar. Und das ist wirklich auch so gut gemacht. Das ist ein echt guter Podcast. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen zu euphorisch. Deswegen kommt ihr und sehen zu wir uns. Sommershows. 30.07. gibt es noch ein paar Karten. Am 22.09. ist auch bald ausverkauft. Also seid schnell, damit wir uns dieses Jahr auch nochmal live sehen. Ansonsten sehen und hören wir uns allerspätestens In Staffel 11. Soll ich verraten, wann? Steht schon fest, gell? Ja, am 7. August. Spätestens, sage ich, weil kann sein, dass wir schon ein bisschen früher kommen. Aber mit der 11. Staffel kommen wir am 7.8. 7.8. Vor der Bundesliga fangen wir wieder an. Also, schöne Sommerpause, schöne EM läuft schon. Und ja, bis bald. Vielen Dank. Ciao, guten Nacht. Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.